Guten Morgen, willkommen zum neuen Vlog. Wie ihr seht, ich bin gerade aufgestanden, habe natürlich, wie sich das gehört, für einen Samstag bis 5:30 Uhr schlafen können. Herzlichen Dank, innere Uhr, die macht mir immer total die Freude. Ja, heute im Vlog sieht natürlich ein bisschen Einkauf, ein bisschen Essen, ein bisschen den Tag, ein bisschen Training und natürlich auch mit der Schulter, was jetzt war, denn ich habe ja einen neuen Arzttermin. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und es geht mal los, denn ich habe jetzt vor, noch eine Viertelstunde Fahrrad zu fahren. Ich musste erstmal auf die Uhr gucken. Zum Wachwerden überlege, ob ich danach gleich Beintraining mache, denn ich habe wieder mein Training angefangen, trotz der Schulter. Ich mache es halt nach dem Motto, wenn die Übung nicht weh tut, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Ich hoffe, ich fahre damit ganz gut. Am Dienstag ist das erste Mal Krankengymnastik. Da nehme ich natürlich auch ein bisschen auf, mal gucken, wie es wird und was für Übungen ich lerne. Ja, ich gehe jetzt erstmal aufs Fahrrad und mal schauen, wo wir uns danach wiedersehen. Ja, schaut euch das Schöne an. Tolles Wetter, passend zum Samstag. Die Vögel sind gut drauf, alle sind gut drauf. Und wir schauen mal. Hier ist noch der ganze Sahara-Staub. Es gab dir doch so viel Sahara-Staub. Wollen wir auch noch alles wegmachen. Geduscht habe ich natürlich auch und die erste Runde der Übung gemacht mit diesen Bändern, die ich mir geholt habe. Das zeige ich aber nachher, wenn ich noch in der Garage bin im Gym. Da habe ich ein bisschen mehr Platz dazu und dann lasse ich das auch filmen. Dann ist das einfacher, als wenn ich hier mit dem Band rumöle und es irgendwie, nicht richtig geht. Ist es schon besser geworden? Kann ich gleich sagen, jein, manchmal ja, manchmal nein. Also ich merke auf jeden Fall noch einen Schmerz. Ich habe auch gestern mit der Massagepistole, die ich habe, die jetzt irgendwo liegt, wo ich nicht weiß, unter der Decke oder so. 10 Minuten, Viertelstunde hier alles schön abmassiert. Hat danach richtig schön geglüht, war also schön warm alles und war sehr, sehr angenehm. Muss ich mal gucken, ob ich das mache, aber ich zeige das nachher mal alles. Ich muss jetzt erstmal einkaufen fahren, denn es ist Samstag, wir haben viel vor, wir bekommen noch Besuch und ja, Haushalt und sowas. Ein bisschen sauber machen muss man da halt alles, was unter der Woche liegen bleibt, aber wer kennt es nicht. Ja, jetzt war ich einkaufen, habe ein paar Sachen geholt und ich dachte, ich mache mir mal so eine kleine Pfanne, wie ich letztes Jahr auch immer gemacht habe im Sommer. Das ist übrigens was ihr einfach nachmachen könnt. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Es ist wirklich total simpel und es ist passend zur Jahreszeit, ziemlich viel grünes Gemüse, kostet nicht viel und ist lecker. Und nicht vergessen, ein bisschen Tofu dazu oder sowas. Oder halt auch Fleisch, dann habt ihr auch gutes Protein dabei. Das ist es schon. Ihr seht, habe ich ganz einfach mir Rosenkohl heute geholt. Grüne Erbsen, ja gut, gibt es auch andere Erbsen, ja doch, Kichererbsen, die sind gelb oder so. Kartoffeln habe ich noch ein paar gehabt. Das sind die kleinen Frühlingskartoffeln übrigens. Die kann man einfach so kochen und mit Schale essen. Und grüner Spargel. Davon werde ich nachher die Hälfte nehmen. Meistens schneide ich, Moment, ich stelle mal die Lampe weg. Liegt es gleich schlecht, dann seht ihr. Hier hinten das ab und den Rest schnibbel ich dann in kleine Stücke, mache das da rein. Dazu gibt es dann noch ein schönes Stück Tofu. Das werde ich vorher ein bisschen in Brühe anköcheln, dass das halt Geschmack aufnimmt. Sonst ist das immer so ein bisschen traurig. Das lässt man dann einfach die Kartoffeln erst einzeln kochen, später dann den Rosenkohl. Erbsen kann als letztes mit dem Spargel, das braucht nicht ziemlich lange und dann zack, schauen wir uns mal an, wie es später aussieht. Ich kenne es ja schon und ich weiß, es ist super lecker. Ja, so schaut das jetzt schon aus. Sieht doch ganz gut aus. Die Kartoffeln haben jetzt gekocht. Am Ende habe ich noch den Rosenkohl dazugegeben. Der war ja gefroren. Natürlich Muskatnuss gewürzt. Also ich finde, bei Rosenkohl muss einfach Muskatnuss als Gewürz dazu. Ist aber Geschmackssache. Den Spargel habe ich schon klein geschnitten und die Erbsen warten noch. Das Schöne ist, gleich kann man alles zusammen in die Pfanne tun, zusammen anbraten lassen und fertig machen lassen. Ich muss jetzt natürlich noch den Tofu vorbereiten. Tofu habe ich jetzt klein geschnitten, ganz normaler Tofu. Ich habe jetzt den aus dem Kaufland mitgenommen, 200 Gramm, also auf einmal werde ich das nicht schaffen. Das ist doch schon eine ganz schöne Menge. 15 Gramm Eiweiß haben wir, 30 Gramm Eiweiß durch den Tofu, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Den Tofu habe ich jetzt einfach in Wasser, ein bisschen Gemüsebrühe dazu, Salz, Pfeffer und da lasse ich den jetzt 10 Minuten, eine Viertelstunde ganz leicht drin köcheln und dann kommt er nachher mit den ganzen anderen Sachen in die Pfanne und ich denke mal, dann sehen wir uns auch wieder. Das ist jetzt echt schwierig, denn ich muss das gute Tofu mit der Brühe, die ich gemacht habe, darüber kippen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt in Öl anbraten. In Brühe geht genauso. Ich werde jetzt noch gleich die ganzen Pfeffersamen und alles hier rauskratzen und dazu tun. Werde es dann erhitzen und da Besuch kommt, gibt es dann nur ein kurzes Video, wie es fertig aussieht.
Wenn natürlich Bedarf ist, ich schreibe in die Beschreibung mal ein kleines Rezept, wie man es machen kann. Und ja, schmecken wird es auf jeden Fall. Und es sieht auch noch sehr gut aus. Also nachher sieht es auf jeden Fall besser aus. Guten Morgen, der nächste Tag. Und der startet für mich natürlich mit meinem Quark heute. Und Leinsamen, ein bisschen Geschmack dazu und vielleicht ein paar Haferflocken schau ich mal. Gestern Abend war auf jeden Fall cool, bis auf das Schokoladenmus. Das ist echt immer übel, das liegt gut im Magen, merkt man. Wir haben noch so ein Spiel gespielt, da hatte man so Karten ziehen müssen, da stand dann drauf, was es ist, was man beschreiben muss. Und dann musste man aus 9 so Dingern so random Buchstaben ziehen und daraus einfach zusammensetzen, so dass die anderen drauf kommen, was es ist. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich gucke mal, dass ich es herausfinde. War auf jeden Fall mega cool. Ich schaue mal, es ist richtig schönes Wetter draußen. Und jetzt geht es für mich gleich raus. Und ich habe noch ein Video gefunden für das, also wirklich das Impingement-Syndrom, oder wie auch immer das genau heißt, in der Schulter. Und das sind die Übungen, die wirklich helfen sollen. Also ich habe jetzt schon viele Videos und viele Übungen gemacht. Ich nehme euch da einfach mal mit und zeige euch mal, welche Sachen ich da mache. Und hey, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen. Hoffentlich hilft es mir. Wäre auch ganz cool, denn mittlerweile seit 3,5 Monaten, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es gekommen ist. Ich glaube, irgendwie im Training habe ich ein paar Tage zu schwer gehoben. Das heißt, wenn die Hantelstange in so einer Landmine ist, man hebt die dann so hoch, die Langhantelstange, mit zu viel Gewicht, dass ich da irgendwie falsch gehoben habe oder so, ich weiß es nicht. Oder beim Schulterdrücken, also es wird auf jeden Fall bei einer Schulter- oder Überkopfübung gewesen sein, vermute ich. Jetzt schauen wir mal, der Arzttermin ist ja wie gesagt am Dienstag, aber jetzt geht es gleich erstmal raus und dann natürlich ins Gym und mit dem Terraband und die Übung machen, die laut den Kommentaren vielen Leuten geholfen haben. Ich kann das Video natürlich auch verlinken, mache ich vielleicht auch. So, jetzt will ich ja erst noch was essen. Das ist die erste Übung, die ich mache. Da habe ich das Band auf Armhöhe angebracht. Stehe hier gerade. Man soll die Hand auch so gerade machen, also einklicken, das Band ist dazwischen. Und dann einfach wirklich, während die Ellenbogen am Körper bleibt, sollen wir uns dann nach außen machen und wieder zurück. Und immer ganz langsam. Das ist dann für die Rotatoren. Also eine von den Übungen, ich habe jetzt sehr viele gesehen. Die zweite Übung, die ich dann habe, da wickelt man sich das Band um die Hand einmal rum, dass man ein bisschen mehr Griff hat. Dann nimmt man die Hände, auch die Ellenbogen wieder am Körper lassen. Das ist jetzt übrigens noch alles vor meiner Krankengymnastik. Das sind wirklich Übungen, die sehr oft empfohlen wurden, die ich jetzt seit 3 Wochen bald mache. Das muss ich kurz überlegen. Und dann einfach wieder am Körper lassen und auseinanderziehen. Und wieder zusammen. Wieder auseinanderziehen und wieder zusammen. Jetzt sogar mir ein bisschen locker. Wenn es locker ist, ziehe ich es einfach kürzer. Und dann einfach wieder auseinander. Und dann merke ich wirklich auch oben in den Schultern. Ich habe das jetzt die ganze Zeit schon öfter gemacht und du merkst auch, dass die wirklich warm werden sozusagen. Also ich werde das, wenn das wieder weg ist mit den Schultern, definitiv auch vom Training machen, um alles richtig aufzuwärmen, denn auf diese Entzündung da habe ich nicht wirklich nochmal Lust. Also einfach wieder so zack auseinanderziehen und zusammen. Ob die Ausführung 100% richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe es halt nur aus Videos gesehen. Aber es sah bei vielen gleich aus. Die dritte Übung, die ich jetzt mache, die ist noch ziemlich neu, die habe ich gefunden. Dabei hängt man das Band irgendwo rüber. Man kann es alternativ vor eine Tür einklemmen und greift dann die beiden. Er hat die ziemlich weit unten gegriffen. Die Arme fast gerade, auch gerade hinstellen einfach und dann wirklich langsam runterziehen. Also das geht ziemlich in den Rücken dann, merke ich. Und halt auch, ja, es ist halt, wenn man Krafttraining gemacht hat, natürlich merke ich es nicht. Und normalerweise greife ich es dann ein bisschen höher. Auch wieder die Arme dann so. Und wieder schön gerade runterziehen. Und hinten, auch wenn ich hinten ankomme, darauf achten, dass die Schultern zusammengehen. Ist jetzt immer ein bisschen schwieriger dabei noch zu reden, aber das sind jetzt die 3 Übungen, die ich mache. Und ich bin mal gespannt, was dann Dienstag bei der Krankengymnastik
für Übungen dazukommen oder was ausgetauscht wird oder was ich wahrscheinlich vielleicht falsch gemacht habe. Wie gesagt, das sind alles immer Übungen, die ich mir irgendwo im Internet rausgesucht habe, weil man natürlich immer ewig auf einen Arzttermin warten muss. Da muss man ewig auf die Krankengymnastik warten. Und ich finde, wenn man nichts macht und passiv ist, habe ich das Gefühl und oft auch gehört, dann kann es nur noch schlimmer werden und darauf hatte ich gar keine Lust. Ja, das waren jetzt meine Übungen und ich werde noch ein bisschen weitermachen, die Wiederholung, und wir sehen uns später wieder. Passend nach den Übungen und dem Training gab es jetzt für mich noch einen Quark. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Im nächsten Vlog erfahren wir dann, wie die erste Krankengymnastik war. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.